Ich weiß nicht, ob es der Blick aus dem Fenster schon verrät. Es sieht definitiv nicht mehr nach Rajasthan aus. Wir sind nämlich mittlerweile im Süden von Indien angekommen, im Bundesstaat Kerala, und das ja doch deutlich früher als geplant. Ja, eigentlich war der Plan, dass wir noch so ungefähr 10 Tage in Rajasthan bleiben wollten. Wir wollten uns nur noch Udaipur anschauen, wir wollten nach Pushkar, aber uns war einfach ehrlicherweise nicht mehr danach. Wir waren jetzt ja ungefähr 2 Wochen im Norden von Indien unterwegs, viel in großen Städten, und es war einfach anstrengend. Das wussten wir auch vorher, dass es anstrengend wird, aber ja, es war dann einfach ein bisschen zu viel. Und was auch noch dazu kommt, ist, dass es uns einfach gesundheitlich nicht so gut ging und geht. Also ich habe mir irgendwie direkt am ersten Tag irgendwas eingefangen und Horst hatte das auch. Und habe seitdem halt Durchfall und Magenprobleme, und das heißt, wir können nicht mal das leckere Essen so richtig hier genießen. So, wir wollen die Erfahrung auch nicht missen, ganz klar. Also Varanasi habe ich super viele Menschen kennengelernt, die total nett waren. Taj Mahal war wunderschön gewesen, auch jetzt in Jaipur, mal in Rajasthan so ein bisschen reinzuschnuppern, hat uns sehr gut gefallen, aber uns war nicht danach jetzt noch Udaipur und Pushkar und Jaisalmer und noch Ranthambore Nationalpark und so weiter. Das war uns dann einfach ein bisschen too much gewesen. Stattdessen sind wir in den Süden, 2000 Kilometer ungefähr hier jetzt runter, und es soll etwas entspannter hier zugehen. Willkommen an Bord. We have a Kerala kind of welcoming, so we welcome you to receive our invitation. Thank you. Enjoy. Wow. This is it. Wow, that's nice. Yeah, it's like this. Ist das die Ruhe und Entspannung, die wir uns erhofft haben? Ja, das ist ein krasser Kontrast zu Nordindien und genau das, was wir wollten. Aber vielleicht erstmal eine Erklärung, wo wir sind und was wir machen. Also wir sind hier in Aleppi, und das ist bekannt für seine Backwaters. Und die Backwaters sind die Kanäle, die ihr hier auch hinter mir seht. Es gibt solche großen, aber auch kleinere. Und es wird auch Venice of the East genannt, nur halt bei 30 Grad, Palmen und Sonnenschein. Und wir hatten eigentlich vor, so eine kleine Shikara-Boottour zu machen, so durch die kleinen Kanäle. Aber unser Gastgeber Joe von unserem Homestay, wo wir hier bleiben, hat gemeint, er hat kurzfristig noch Verfügbarkeit auf seinem Hausboot. Da konnten wir nicht Nein sagen, als er uns ein gutes Angebot gemacht haben. Und jetzt verbringen wir hier 2 Tage und eine Nacht auf dem Hausboot, schippern durch die Kanäle und genießen diese Ruhe einfach. Unser Platz für die Nacht. Genau, wir haben jetzt hier geankert. Es soll auch ein relativ ruhiger Platz sein. Hier sollen nicht allzu viele andere Hausboote anlegen. Und es sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Hier sind so richtig saftig grüne Reisfelder direkt neben uns. Und da geht auch gleich die Sonne unter. Es hat sich ein bisschen zugezogen, aber ich würde sagen, wir laufen da gleich mal rein und gucken es uns an. Traumhaft schöner Sonnenuntergang hier mit den grünen Reisfeldern noch im Vordergrund, und gleich gehen wir zurück aufs Boot. Da gibt es dann Abendessen, Kerala Food, also lokale Küche. Hatten wir heute Mittag auch schon so verschiedene Currys mit Reis, super lecker. Und auf dem Zimmer haben wir auch eine Klimaanlage, die kann man dann abends anmachen zwischen 8 Uhr und 6 Uhr morgens. Das ist bei der tropischen Hitze hier in Indien schon ganz praktisch, weil im Süden ist es deutlich heißer als im Norden. Und was auch praktisch ist, ist eine SIM-Karte in Indien zu haben für den Reisealltag. Da haben wir uns vorher eine eSIM von Saily geholt, haben uns einfach ein Datenpaket in der App für Indien ausgesucht, und das hat sich dann direkt nach der Einreise hier mit dem lokalen Netzwerk verbunden. Das heißt, wir hatten hier ab der ersten Sekunde Internet in Indien, konnten mit Uber Taxis und Tuk-Tuks rufen oder generell einfach für die Kommunikation über WhatsApp oder Navigation mit Google Maps. Alles, was halt irgendwie zum Reisealltag dazugehört, ist mit so einer eSIM deutlich einfacher, und bei Saily gibt es jetzt eSIMs für über 190 Länder und auch regionale Pläne, also für eine Region, beispielsweise Asien, wo dann eine eSIM in mehreren Ländern
gleichzeitig gültig ist. Ladet euch einfach die App von Saily runter und gebt den Code BetterBeyond ein, dann spart ihr 15% auf eure eSIM oder nutzt dazu einfach unseren Link www.saily.com/betterbeyond. Der ist ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Wir gehen jetzt essen und morgen früh müssen wir ganz früh raus. Und hat sich früher aufstehen gelohnt. Ja, auf jeden Fall, aber wir hatten jetzt leider nicht so einen richtigen Sonnenaufgang. Wir haben gerade schon selber gesagt, wenn es jetzt noch alles hier so in goldenem Licht gewesen wäre, hätte es, glaube ich, noch mal richtig krass ausgesehen. Aber auch so ist es wunderschön, es ist ruhig, es ist so ein bisschen mystisch, weil noch so ein bisschen Nebel in der Luft liegt. Wir haben so ein kleines Boot, womit wir halt in die kleineren Kanäle reinfahren können. Genau, wir sind auf so ein kleines Motorboot umgestiegen. Ja, cool. Jetzt Benzin nachgefüllt, weiter geht's. Frühstück schon serviert? Nee, noch nicht. Aber prepared. Oh. Ich dachte, wir kriegen jetzt hier schon ein Frühstücksbuffet. Kommt bestimmt gleich. Essen war auf jeden Fall sehr gut hier, oder? Ja, voll lecker. Und ich hoffe, dass mir noch jemand die Ananas aufschneidet. Die sieht so gut aus. Die guckt schon seit gestern an, Jana. Hat sich noch keine erbarmt bisher. Das ist eine Ananas. Danke. Wir schippern jetzt ganz gemütlich zurück, sind dann um 9 oder 10 wieder in Lepe und die Tour war wirklich traumhaft schön gewesen. Also ich bin so begeistert hier von diesen Landschaften und es ist halt super bequem hier mit diesem Hausboot, hier auf dem Oberdeck ein bisschen drauf zu liegen, mit dem kleinen Boot eben gerade auch noch die Tour gemacht, einfach so ein bisschen hier was auch von dem Leben in diesen Backwaters zu sehen, die auch wirklich riesengroß sind. Also es sind nicht nur so 2, 3 Kanäle und ein See, sondern wirklich ein riesiges System aus Kanälen. Aber ich muss sagen, wir hatten jetzt ja ein gutes Angebot bekommen für die Tour, aber der reguläre Preis, den fanden wir schon relativ hoch. Und ich würde sagen, wenn man es ein bisschen günstiger machen will, kann man einfach in Alepe, also in der Stadt, zum Hafen gehen und einfach da eine Tagestour buchen oder irgendwo anders. Zum Beispiel auch über unsere Unterkunft Kalapura Homestay. Da waren wir sehr zufrieden, günstiges Doppelzimmer, sehr sauber, kleine Dachterrasse, mitten im Grün und ein bisschen außerhalb vom Stadtzentrum. Also Alepe ist für indische Verhältnisse schon eine ruhigere Stadt, hat aber trotzdem 170.000 Einwohner und die Unterkunft liegt halt so ein bisschen außerhalb, mitten im Grün, super ruhig und hat uns sehr gut gefallen. Aber das war es noch nicht in Kerala. Für uns geht es jetzt nämlich direkt zum Busbahnhof gleich weiter und von dort aus fahren wir nach Munnar. Wir dürfen uns hinsetzen. Vorne ist Ladies Only. Der Bus von Alepe nach Munnar fährt, glaube ich, so 4 oder 5 Mal am Tag, morgens auch schon und 2 Uhr nachmittags ist die letzte Abfahrtszeit. Und wir sind jetzt schon so eine halbe Stunde vorher da gewesen, damit wir auf jeden Fall einen Sitzplatz bekommen, weil die Fahrt dauert 6,5 Stunden, kostet, glaube ich, 1,50 Euro oder so pro Person. Und ja, Aircondition sind heute die Fenster und der Fahrtwind. Willkommen in Munnar und in einer der schönsten Unterkünfte, die wir je hatten, glaube ich, kann man sagen. Das war übrigens ein Tipp aus der Community. Und wir haben hier dieses große Zimmer sehr schön eingerichtet, gemütliches Doppelbett, alles sieht sauber aus. Und wir zahlen 35 Euro die Nacht, aber inklusive Frühstück. Und das absolute Highlight wartet hier draußen auf uns. Unser Balkon mit dieser Aussicht. Wow. Der Munnar liegt ja hier traumhaft schön im Grünen, in den Bergen. Ja, also das kann man sich ganz gut gehen lassen hier. Ja, und auf jeden Fall wollen wir die Gegend hier natürlich auch erkunden und dafür versuchen wir uns jetzt mal einen Roller auszuleihen. Es ist tatsächlich nur beim Versuch geblieben, einen Roller zu leihen, weil erstens sind die Verfügbarkeiten grundsätzlich relativ gering, gerade am Wochenende, und zweitens schauen die beim internationalen Führerschein ganz genau hin und wenn da A1 nicht gestempelt ist, dann wird es schwierig, hier einen Roller auszuleihen. Bisher hat sich dafür in jedem Land eine Lösung finden lassen, hier in Indien jetzt nicht, aber ist nun mal geltendes Recht, müssen wir akzeptieren. Die Strafen sind relativ hoch, deswegen möchte hier keiner das Risiko in Kauf nehmen. Bisschen schade, weil alle Aktivitäten, die wir hier rund um Munnar geplant haben, was hier für diese traumhaft schönen Teeplantagen und für die Berge
hier bekannt ist, waren damit eingeplant, dass wir einen Roller haben. Und auch unsere Unterkunft, die liegt hier hinten irgendwo so ein bisschen außerhalb von der Stadt, so 25 Minuten entfernt. Von daher waren wir eigentlich so ein bisschen auf ein unabhängiges Fortbewegungsmittel angewiesen. Das klappt jetzt nicht, aber trotzdem hat uns unser Gastgeber von der Unterkunft hier diese Teeplantage empfohlen, wo wir mal ein bisschen reinlaufen konnten. Das war fußläufig wunderschön, erinnert uns so ein bisschen an Ella in Sri Lanka oder auch die Cameron Highlands in Malaysia. Und mal schauen, wie wir es jetzt machen, ob wir uns irgendwie morgen Tuk-Tuk-Fahrer nehmen, weil wir haben ja noch ein paar Sachen, die wir machen wollen. Hier, da wollen wir noch drauf. Das ist der zweithöchste Berg hier irgendwie, Kerala, hat uns gerade jemand erzählt. Da kann man eine Wanderung drauf machen. Mal schauen, wie wir es hier regeln. Aber erster Eindruck hier von Munnar, traumhaft schön. Namaskar aus Munnar. Wir haben uns heute einen Tuk-Tuk-Fahrer genommen, der uns hier ein bisschen durch die Gegend fährt. Unter anderem auch zu diesem Berggipfel, dem Chakramudi Peak, der zweithöchste Berg hier in Kerala. Mal schauen, ob wir es schaffen, ihn zu besteigen, weil erstens, ich habe einfach vergessen, meine Schuhe anzuziehen. Ich habe gerade nur Schlappen an. Und zweitens, Helen hat sich vorgestern so ein bisschen erkältet, ist ein bisschen krank. Mal schauen, wie hoch wir es schaffen. Wir probieren es mal. Und auf dem Weg hierher haben wir einen kleinen Stopp eingelegt bei so einem Aussichtspunkt, weil die Teefelder hier rund um Munnar, also die sind wirklich ein Traum. Es gibt überall so schöne Aussichtspunkte, wo man halt dieses endlose Grün der Teeplantagen sehen kann. Also gefällt uns sehr gut. Und jetzt geht's hier hoch. Mal schauen, wie weit wir es schaffen. Das ist jetzt der First Summit, den haben wir jetzt geschafft. Und hinter mir, das was hier in den Wolken so ein bisschen eingehüllt wird, das ist dann der Second Summit. Jetzt sind wir gerade so auf 2000 Meter und der Summit ist dann, glaube ich, auf 2200 Meter. Und ich weiß nicht, was sagst du? Weiter oder begnügen wir uns hiermit? Ich würde fast sagen, wir begnügen uns, weil der ist schon noch mal deutlich weiter weg. Ja, ist schon noch mal eine Ecke, glaube ich. Und unter gegebenen Umständen, was Schuhwerk und Erkältung angeht, ja, geben wir uns mit der schönen Aussicht von hier, glaube ich, heute mal zufrieden. Aber ist eine Empfehlung, macht Ja, Spaß. macht richtig Spaß. Wir haben hier oben jetzt noch ganz gemütlich was gegessen und falls euch das Video bis hierhin gefallen hat, lasst uns gerne noch einen Daumen nach oben da und wenn ihr mehr Videos sehen wollt hier aus Indien oder alles rund ums Thema Weltreise, Weltreiseplanung oder auch verschiedene Länderguides, dann abonniert diesen Kanal und noch mal ein paar Worte zu Kerala. Also wir fahren jetzt noch weiter nach Kochi morgen. Das ist eine Stadt, die auch relativ schön und entspannt sein soll für indische Verhältnisse. Sind wir mal drauf gespannt. Und Varkala steht auch noch auf der Liste. Das ist ein Strand. Mal schauen, ob wir das noch schaffen. Soll auch sehr schön sein. Alle Infos, auch zu Munnar, zu Aleppi, findet ihr dann auf unserem Blog www.betterbeyond.de. Und unter Kerala können wir eigentlich nur ein positives Fazit ziehen. Also es war unfassbar schön. Es hat uns richtig gut gefallen und ist natürlich auch noch mal ganz anders als der Norden von Indien oder beziehungsweise der Teil im Norden, den wir bisher gesehen haben. Also Delhi, Agra, Jaipur, Varanasi. Man darf nicht vergessen, wir sind jetzt hier 2000, 2500 Kilometer weiter südlich. Es ist noch mal eine andere Welt, eine ganz andere Seite von Indien. Es war total schön, hier die auch kennenzulernen. Es ist deutlich entspannter und ruhiger. Das Klima ist anders, die Natur ist anders. Auf uns haben auch die Menschen etwas offener und freundlicher gewirkt hier im Süden, ohne das jetzt disrespectful gegen die Menschen im Norden zu meinen. Aber es war nochmal eine andere Erfahrung. Indien ist so vielseitig, ein so großes Land. Wir haben jetzt ja nur, sage ich mal, 2 verschiedene Regionen gesehen und es gibt noch viel, viel mehr, von denen wir auch noch ein paar sehen werden. Von daher sind wir gespannt, was uns noch so erwartet. Unter Kerala können wir auf jeden Fall ein sehr positives Fazit ziehen und freuen uns dann auf die Strände in Goa. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao. Bis dann. Kein Video aus Kerala wäre vollständig, ohne mal Dosa zu essen. Und auf jeden Fall mit der Hand essen und auch nur mit der rechten Hand. Ich gebe mein Bestes. Das ist ein bisschen ungewohnt, aber schmeckt. Schmeckt so lecker. Große Empfehlung. Hier ist das Restaurant Saravana Bhavan. Das ist, glaube ich, eine Kette Genau. hier in der Region. Ja. Sag ich doch. Traumhafter Sonnenuntergang bei den Reisfeldern. Aber trotzdem nur halb so interessant wie ein Kätzchen. Die Katze ist auch ultra süß. Sie sieht aus wie so ein Leopard. Ist so gescheckt. Ja. For me, coffee, please. Kannst du schneller aufmachen? Vielleicht nicht so schnell. Oh mein